guten Morgen, liebe Freunde. Heute haben wir eine ganz spannende Probefahrt hier mit einem 6,5 Liter Bentley Speed 6. Das ist einer der bedeutendsten Bentleys, die gebaut wurden. Das Auto stammt aus dem Baujahr 1929. Ihr hört schon diesen tiefen, sonoren Sound. Also hier sei mal der Hinweis auf dieses tolle Armaturenbrett. Schaut euch das mal an. Hier vorne, das sind Kilometer, das Höchstgeschwindigkeit, zurückgelegte Distanz, das sind Jägerinstrumente. Der Wagen ist ganz toll restauriert worden. Es gibt auch eine sehr, sehr interessante Geschichte zu dem Auto, zu der ich nachher später ein bisschen mehr sage. Das Auto hat tolles Drehmoment. Man merkt, dass da vorne 6,5 Liter ihren Dienst tun. Der Wagen hat übrigens eine Höchstgeschwindigkeit von ca. 180 Stundenkilometern mit ca. 160 bis 180 PS. Und die Firma Bentley hat ihren sagenhaften Ruf begründet durch die Rennen, an denen sie stets teilgenommen hat. Aber Bentley hatte von 1919 bis 1931 immer wirtschaftliche Probleme. Deswegen hat man dann ja auch die Bentley Boys eingesetzt. Das waren Mitglieder vermögender Familien, die dann Rennen gefahren sind mit diesen Autos, und die haben seinerzeit 1929, 1930 beispielsweise Le Mans gewonnen. Unser Auto hat eine bekannte Historie. Der Wagen ist 1929 gebaut worden. Ist aber dann ab Ende des Krieges, wahrscheinlich hat ihn eine Bombe getroffen oder irgendwas ist da vorgefallen, was wir nicht ganz genau wissen, ist das Auto Jahrzehnte gelagert gewesen. Und dann hat man im Jahr 1959 begonnen, eine große Restaurierung zu machen, und die ist dann erst 1995 beendet worden. Dann hat der Wagen zweimal den Besitzer gewechselt und gehört jetzt seit 12 Jahren. Das Auto kommt also jetzt aus England, war die ganze Zeit dort, hat auch eine englische Zulassung. Gehört aber einem Schweizer Besitzer, und der hat uns das Auto gegeben, weil er einfach mit dem Wagen nicht mehr gefahren ist. Hat jetzt etwas andere Interessen. Der Wagen ist aber, und das finde ich ganz toll, technisch in einem ausgezeichneten Zustand. Es ist alles gemacht worden von einer Schweizer Adresse, höchstwertig. Und das ist alles belegt durch Rechnungen. Also in das Auto ist ein Geld gesteckt worden, bis hin zur Maschine, das ist alles gemacht worden. Die Firma Bentley hat ja ihren Ruf dadurch begründet, dass sie eine eigene Rennsportabteilung hatte, die sie seit 1922, 1923 zuerst mit dem 3-Liter-Modell auch ganz intensiv betrieben hat. Die haben jede Menge Sieger eingefahren. Das Auto war wirklich legendär. Aber Ettore Bugatti beispielsweise, Konkurrent aus der damaligen Zeit, sagte ja, die bauen den schnellsten Lastwagen der Welt. Und das war wohl auch richtig. Das merkt man auch heute, wenn man mit so einem Wagen fährt. Das Auto hat ein gewaltiges Gewicht. Aber die haben einen Motor gebaut, dann auch mit der 6,5 Liter bzw. 8 Liter Maschine, die diesen Elefanten auch wirklich gut bewegen konnte. Ja, hier haben wir jetzt unseren 6,5 Liter Bentley Speed 6. Die Firma W.O. Bentley hat es ja gegeben, also Bentley Limited von 1919 bis 1931. Das waren nur 12 Jahre.
Und in diesen 12 Jahren hat Bentley 3050 Fahrgestelle gebaut. Damals war das ja so, man hat ein Fahrgestell gebaut und einen Motor und hat das dann zu einem Karossier gegeben. Es war sehr aufwendig und sehr umständlich. Und deswegen hat Bentley, ich mache das mal ein bisschen kürzer, ab 1924, 25 immer wieder wirtschaftliche Probleme gehabt. Und damals einer von den Bentley Boys, Wolf Barnato, ein sehr vermögender Mann, ist dann Vorstandsvorsitzender geworden und hat eine Geldspritze nach der anderen in dieses tolle Projekt hineingepumpt, praktisch hineingegeben, dass diese Firma weiter bestehen konnte. Das ging aber dann leider nur bis 1931, 32. Ihr wisst ja, es gab dann die Weltwirtschaftskrise, haben alle Autofirmen große Probleme gehabt. Auf jeden Fall gab es sowas Ähnliches wie dass der Höchstbietende hat dann den Zuschlag für die Firma Bentley bekommen und das ist die Firma Rolls-Royce gewesen. Und Rolls-Royce hat ja diese tolle Marke, diese legendäre Marke bis 1998 in seinem Besitz gehabt. Und seit 1931 ist Bentley nicht mehr selbstständig. Da hat zwar dann W.O. Bentley noch bis 1935 weitergearbeitet unter seinem eigenen Namen, ist aber dann ab 1936 zur Marke Lagonda gewechselt und Aston Martin und hat die praktisch groß gemacht mit seinem Wissen früher von seiner eigenen Marke, die ja wirklich legendär geworden ist. Also das hier ist wirklich ein legendärer Bentley. Das ist so ein richtiger grüner Elefant, wie wir sie alle kennen. Da angefangen hat man mit einem 3-Liter-Motor, dann gab es einen 4,5-Liter-Motor, dann 6,5 Speed 6, 4,5 Blauer, damit haben sie große Probleme gehabt, als sie den 4,5 Blauer 1930, 31 rausgebracht haben. Die konnten sie nur zu Dumpingpreisen dann wieder weiterverkaufen, obwohl das ein super Auto ist. Wer heute einen echten 4,5 Blauer hat, der zahlt ein Vermögen dafür. Es wurden, glaube ich, 30 oder 40 Fahrgestelle dafür gebaut. Ja, und dann ging alles weiter an Rolls-Royce, weil man das Geld nicht mehr hatte. Übrigens, unser Auto, es sei vielleicht mal was zur Werthaltigkeit erklärt. Ein ganz originaler, authentischer Speed 6 hat ja gebracht bis 3 Millionen Euro. Die sind erzielt worden, die Autos liegen heute bei 1,5, 1,4, 1,5. Und wenn die Autos, ich sag mal, er hier zum Beispiel ist von der Limousine, das Auto ist bekannt als Limousine, wie er zur Welt gekommen ist, umkarossiert wurde, das ist eine Fanten-Plus-Karosserie, haben die Autos natürlich einen anderen Wert. Und unser Auto, und das finde ich sehr, sehr interessant, ist für unter 1 Million Euro zu haben. Das ist vor allen Dingen deshalb wichtig, weil hier technisch, das ist ja sehr, sehr umfangreich und sehr, sehr teuer, wenn sowas alles gemacht wird an so einem Wagen. Und wir haben sämtliche Belege der letzten 12 Jahre. Das Auto ist komplett nochmal technisch revidiert worden. Der läuft allererste Klasse. Und das sind Kosten, die sind jetzt schon in dem Auto per Rechnung zu sehen. Man kann da reinsetzen, man kann da losfahren und man hat ein ganz fantastisches Auto. Man kann aber nicht sagen, dass der Wagen Matching Numbers hat. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Da ist lange, lange recherchiert worden. Der jetzige Eigentümer hat das mal als Matching Numbers Auto gekauft, musste aber herausfinden, dass das leider nicht ganz richtig war. Trotzdem hat er einen originalen Speed 6 Motor. Ich zeige euch jetzt mal ein paar Details, auch sonst ist das ja alles echt Bentley. Schaut euch mal diesen irren Kühler hier an. Mit diesem großen dunkelgrünen Logo. Also ich finde, das ist wirklich imposant mit den schönen Lucas-Lampen hier vorne drauf. In Wagenfarbe lackiert. Also das ist wirklich ein ganz irres Auto. Ich mache euch jetzt mal die Haube auf, dass ihr mal sehen könnt, wie das da unten drunter aussieht. Alles schön mit den originalen alten Lederriemen zusammengehalten. Ist alles sehr, sehr liebevoll im Detail gemacht. Man klappt die Hauben ja auf, das wisst ihr ja, früher war das so, man legt das dann vorsichtig zusammen. Und hier habt ihr einen Speed 6 Motor, das ist eine 6,5 Liter Maschine, schaut euch das mal an. Jeder Zylinder hat 1 Liter Hubraum, wie gesagt 6,5 Liter, das ist 6-Zylinder-Reihe und 2 SU-Vergaser. Und da kommt halt eben diese irre Kraft und dieses tolle Drehmoment her mit 180 PS. Also ich sage mal, 180 kann man das Auto fahren. Ich habe eben gerade gemerkt, der gerade Auslauf ist relativ gut. Und was ich faszinierend finde, ist, wie der am Berg anschiebt. Also man merkt dieses tolle Drehmoment bei dem Auto. Und die haben damals deshalb diese irren Rennsporterfolge ja wirklich eingefahren. Es hat alles begonnen mit dem 3-Liter Bentley. Ich bin übrigens selber vor 24 Jahren die Mille Miglia mit dem 3-Liter Bentley mitgefahren mit meinem alten Freund Peter Schack, Startnummer 14. Und diese 3-Liter-Maschine ist eigentlich Grundlage für alles, was später noch gebaut wurde. Dann gab es einen 4,5 Liter, dann hat man hier den 6,5 Liter gemacht, hat man einfach nochmal 2 Zylinder dran gehängt und später auch den 8 Liter, der ganz große. Ist aber zumeist in Limousinen zum Einsatz gekommen. Ja, das ist ein Speed 6. Es gibt ungefähr 150 Fahrgestelle, die davon gebaut wurden. Wohlgemerkt, es sind ja nur 3000 insgesamt in dieser Zeit gebaut worden, also ca. 3000 Fahrgestelle. Das heißt also, wenn man so ein Bentley besitzt, ist das was ganz Besonderes. Wenn man sich die Produktionszahlen
von heutigen Autos überlegt, da sind wir ja teilweise im Millionenbereich. Das ist hier eine ganz andere Liga. Das ist in jedem Falle immer eine Rarität. Wichtig bei dem Wagen, er hat einen FIFA-Pass, er hat englische Papiere. Das Auto wird auch in einem Buch 1984 erwähnt. Von dem Clubvorsitzenden von Bentley, kann man nachlesen. Vielleicht ganz bekannt, die Firma Bentley hat ja wirklich einen ganz legendären Klang und Bentley ist bis heute Hoflieferant der englischen Königsfamilie. Wenn ihr mal darauf achtet, die fahren immer noch Bentley, obwohl das hat 1998 der Firma VW gehört. Die haben es ja von Rolls-Royce den Namen rausgekauft. Damals oder bis 1998 sind die Autos immer parallel gebaut worden. Das heißt, das Gleiche, was es als Bentley gab, gab es auch als Rolls-Royce, nur halt eben mit einem anderen Markenlogo. Heute sind teilweise die Bentleys ein bisschen wertvoller, weil sie ein bisschen mehr Understatement haben als Rolls-Royce. Damals übrigens der direkte Konkurrent gewesen bis 1931. Und die haben damals den Phantom 2 gebaut, aber haben einfach eine klügere Strategie bei der Produktion, bei der Effizienz, bei der Wirtschaftlichkeit betrieben, die Firma Rolls-Royce. Und deswegen war nachher Bentley leider ein Übernahmekandidat. Aber die Autos von 1919 bis 1931 sind absolut legendär. Und das ist hier so ein legendäres Auto. Ein echter Speed 6, wobei man wie gesagt sagen muss, also der Wert eines solchen Autos richtet sich immer danach, besteht er komplett aus Originalteilen, ist alles authentisch mit einer Originalnummer versehen. Und da kann man sagen, das ist hier nicht der Fall. Das Auto ist ja mal als Limousine zur Welt gekommen und ist dann leider Jahrzehnte verschollen gewesen. Dann ist er vergammelt in der Ecke, dann hat man das wieder aufgebaut, hat eine andere Karosse drauf gesetzt und hat die dann auch komplett technisch revidiert. Aber es stimmen hier nicht alle Nummern zueinander, das muss man sagen. Und deswegen wird dieser Wagen auch für unter 1 Million angeboten. Aber die gesamten Teile sind alle völlig authentisch. Das sind auch viele Originalteile. Man kann aber nicht sagen, dass das alles von dem Ursprungsauto herrührt. Das ist bei dem Auto leider nicht der Fall. Deswegen liegt er unter 1 Million, also fahren tut er toll und ich sag mal für einen Speed 6, ich sag mal so, der so um die 850.000 liegt und das alles hat wie er. Auto ist bekannt, der hat einen FIFA-Pass, es ist sehr viel an der Technik gemacht worden und das ist Geld, was ihr nicht mehr investieren müsst. Wir haben Belege, das ist in der Schweiz gemacht worden, also mit einem sehr, sehr hohen Qualitätsstandard. Das hat das Auto alles. Es ist ja ein englisches Fahrzeug, das übrigens seinerzeit in Crewe gebaut wurde, C-R-E-W-E, Englisch. Und seht ihr hier klassisch eigentlich immer der Union Jack auf den Autos, die englische Fahne. Das hier ist übrigens die Handbremse. Also wenn man gefahren ist, natürlich auch auf der rechten Seite, logischerweise in England ist Rechtsverkehr. Hier sind die entsprechenden Zündeinstellungen. Hier vorne rechts ist die Schaltung. Also es ist praktisch alles umgekehrt. Da ist Schaltung, da ist so ein kleiner Hebel dran, den muss man hochziehen und dann nach hinten. Dann hat man einen Rückwärtsgang drin und sonst 1, 2, 3, 4, aber mit Zwischengas. Ja, ich meine, wenn ihr euch die Instrumente in dem Auto anschaut, das ist alles wirklich urenglisch dort. Man sieht auch, dass es schon sehr, sehr alt ist. Hat ja Jägerinstrument. Das ist alles sehr, sehr authentisch und sehr, sehr schön bei dem Auto. Hat einen Tripmaster drin, also der Wagen ist mehrere Veranstaltungen mitgefahren, auch sehr, sehr erfolgreich. Auto muss also nicht erst probiert werden oder das ist alles bereits geschehen. Er hat übrigens eine Maximalhöchstdrehzahl von 3000 Umdrehungen, 3500. Das könnt ihr am Jäger Drehzahlmesser sehen. Braucht man in der Regel aber nicht. Also meistens fährt man den bis 2500. Er hat so viel Drehmoment und so viel Kraft, der Wagen. Das ist vollkommen ausreichend. Dann hat er Speichenfelgen, wie ihr hier vorne sehen könnt. Die müssen immer schön zentriert sein, dass sie nicht schlackern. Mit Zentralverschlüssen. Er hat auch die richtigen Reifen unten drauf, die da drauf gehören. Die könnt ihr hier vorne sehen. Also bei dem Wagen hat man wirklich aufs Detail geachtet. Und ja, Auto ist überall einsatzfähig. Ihr könnt ihn bei jeder Rallye, bei jeder Veranstaltung, bei jedem Rennen mit dem Wagen mitfahren. Das ist wirklich, also teilnehmen. Das ist wirklich ein richtig tolles Auto. Also wirklich, finde ich, faszinierend. Und für das, was er alles bietet, hat ein sehr interessantes Preis-Leistungs-Verhältnis. Also das muss ich wirklich sagen, der Besitzer, der das Auto jetzt abgibt, hat weit über 1 Million bezahlt dafür, weit. Also wir reden nicht von 1,1 oder 1,2, sondern weit mehr. Und dafür ist das Auto jetzt für unter 1 Million bei dem Investment, was da vor allen Dingen auch noch getätigt wurde, sehr, sehr interessant. Sehr, sehr interessant. Man hat einen Speed 6, wo ganz viel dran gemacht wurde. Ja. Hier übrigens ganz nettes Detail hier vorne. Das ist der Einstieg. Auto hat ja keine Türen, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt hier vorne. Man muss da draufsteigen und dann das linke Bein da vorne hier rum, dass man da auch gut reinpasst. Ist halt eben was für sehr, sehr sportliche Jungs gewesen.
Ja, dann hat er freistehende Kotflügel, die brauchte man ganz einfach. Übrigens steht unser Auto noch ein bisschen hoch, weil er auch neue Stoßdämpfer und Federn, alles Mögliche bekommen hat. Der muss erst noch ein bisschen eingefahren werden, das sieht man auch vorne. Was er auch bekommen hat, ist einen neuen Tank. Beim Bentley sitzt ja der Tank hier hinten. Ist ja auch ein Sicherheitsaspekt, das ist komplett neu gemacht worden bei dem Auto. Also auch alles wirklich voll funktionstüchtig. Was vielleicht mal ganz interessant ist zu zeigen, das ist dieser Auspuff hier. Also ich meine, Cut oder sowas oder wirklich umweltverträglich ist der nicht immer unbedingt, wenn man den anmacht. Das seht ihr hier hinten, was der für einen Auspufftopf hat. Da kommt eine schöne Wolke hinten raus, aber wie gesagt, so ein Auto fährt man ja keine 20.000 Kilometer im Jahr, sondern weniger. Und ja, das sind übrigens hier vorne die Rücklichter. Aus Messing, sehr fein, sehr edel gemacht, schöne Originale, finde ich auch. Ganz nette Details hat das Auto. Man sieht einfach so End-20er Jahre, der ist ja Baujahr 1929, in jedem Detail. Und man hat auch darauf geachtet, dass alles authentisch ist. Dass das aus Materialien, aus Teilen ist, die da auch wirklich drauf gehören, die richtig sind. Ach ja, keine Türen stimmt übrigens nicht. Er hat nur auf der rechten Seite keine Tür. Das ist natürlich falsch. Hier hat er ganz kleine Türchen. Hier seht ihr auch die Hebelchen, auch ganz nett gemacht hier vorne. Das sind die Schlösser. Nur ist es natürlich nicht riesig Platz in so einem Auto. War sehr, sehr sportiv der Wagen. Genauso hinten für die Frontpassagiere musste oder konnte man so einsteigen. Schaut euch das mal an. Also auch im Detail schön gemacht. Hier ist sogar noch das Logo drauf. Coachwork bei Vanten Plus. Steht hier sehr, sehr klein, aber vielleicht könnt ihr es sehen. Das ist eine Vanten Plus Karosserie. Oben drüber das Bentley-Zeichen. Ich habe ja vorhin schon gesagt, Fahrgestell ist aber bei Bentley gebaut worden. Das ist dann zu den Karossiers geschickt worden. Die haben dann da ein Auto draus gemacht. Und man konnte sich ja damals in den 30er bzw. 20er Jahren aussuchen, welche Technik man wollte, welche Firma und welche Karosserie. Das hat man dann entsprechend zusammengebracht und das war dann das Endprodukt. Ja, was habe ich noch vergessen? Hier vorne ist der Reservereifen. Den hat man natürlich immer gebraucht, weil die Straßenverhältnisse zu dieser Zeit, die waren nicht so besonders gut. Natürlich außen am Auto angebracht. So viel Platz hatte man nicht in dem Wagen in der Karosserie. Hier vorne kann man übrigens sehen die großen Blattfedern von dem Auto. Das war Technik der 30er Jahre und man sieht auch, dass die Blattfedern vorne auf der Vorderachse aufliegen. Hat Trommelbremsen, also auch mit den Bremsen muss man bei so einem Auto schon vorsichtig sein. Scheibenbremsen sind ja erst nach dem Krieg erfunden worden, die gab es damals noch gar nicht. Aber schaut euch mal diese riesigen Trommeln an, das waren ganz gewaltige Dinger. Hier vorne oder auf der linken Seite sieht man es auch gut. Und man kann hier an den Details sehen, das ist alles restauriert worden. Das ist aber schon wieder länger her. Der Wagen war im Einsatz. Und man sieht, dass das aber alles in einem tollen Zustand ist, wo ihr da hinguckt. Übrigens hier ganz interessant, wenn ihr euch das mal anguckt, diese Einstellung, das ist die Stoßdämpfer-Einstellung hier vorne. Hier könnt ihr die Stoßdämpfer sehen. Stehen hart, leicht, mittel oder schwer. Gab es 8 verschiedene, nee, warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6 verschiedene Einstellungen. Das hat er auf beiden Seiten. Ist ja auch etwas, was es heute so in dieser Form gar nicht mehr gibt. Jetzt mache ich nochmal für euch die andere Seite des Motorraums auf. Klappt die Haube mal nach oben, damit ihr auch seht, wie die Speed 6 Maschine auf der anderen Seite aussieht. Weil das ist wirklich ein absolut monumentales Triebwerk. Schaut euch das mal an. Also das ist schon wirklich tolle Maschinenbaukunst. Was das für wahnsinnige Krümmer sind. Daran könnt ihr euch ungefähr vorstellen, was das für Zylinder sein müssen. Hat einer eine Literleistung pro Zylinder von 1 Liter. Das ist natürlich gewaltig. Ja, hier vorne geht es runter, das könnt ihr mal sehen, das läuft dann zusammen in einem dicken Auspuff, der unter dem gesamten Wagen hier lang geführt wird. Hier vorne seht ihr das von den beiden Krümmern. Da ist der Auspufftopf und der geht nach hinten. Das ist so ein Rohr, ein riesen Ding. Muss man immer schön aufpassen, der ist zwar isoliert, aber dass man sich trotzdem nicht dran verbrennt. So ein Auto hat eine irre Abwärme, das habe ich eben gemerkt beim Fahren. Und geht hier nach hinten und mündet dann halt eben in diesem gewaltigen Auspuff, der wirklich einen tollen Sound hat. Also der hat wirklich einen tollen Sound. Ist eigentlich nur noch vergleichbar mit Mercedes SSK. Das waren ja auch zu der Zeit die Konkurrenten, kann man ja sagen. Was es da noch alternativ gab, war die Marke Bugatti. Aber das waren ja im Verhältnis sehr, sehr kleine Autos. Das waren ja hier richtige Elefanten. Und ich glaube, wenn ihr euch das mal anguckt, das ist ja wirklich also monumental, dieses Auto. Also was die damals gebaut haben, das war schon irre. Schaut euch das mal an. In der Mitte der dicke Bentley-Schriftzug. Deswegen ist diese Marke bis heute auch legendär. Man hat damals Autos gebaut, die waren einmalig. Ja, liebe Freunde, das war ein Bentley Speed 6. Der steht jetzt ab sofort hier in Beuerberg. Den könnt ihr kaufen. Jetzt haben wir schönstes Wetter. Endlich ist die Sonne auch mal ein bisschen wärmer hier bei uns.
Und ich freue mich auf euren Besuch, auch auf das nächste Video. Also wenn ihr Lust habt, das Auto zu kaufen, er steht hier bei uns, ruft mich gerne an. 08036 und dann die 7004. Und da können wir bei einer Tasse Kaffee oder bei der Cola alles in Ruhe besprechen. Also bis zu meinem nächsten Film. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund. Euer Stefan Luftschütz. Ciao.